Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Bravely Default. Ja, beim letzten Mal haben wir Kapitel 1 beendet. Wir haben den Ritter Heinkel besiegt und sind nun mit dieser Charlotte hier nach Ansheim gereist. Einer Wüstengegend, wie man hier auch sehen kann. Und dem Ort, wo Agnes ja, den Windkristall hat. Oder halt immer ihre Riten oder was auch immer noch abgehalten haben. Und ja, wir betreten mal die Stadt hier und mal gucken, was hier so los ist. Apprehensive vestal by any means necessary. Seems the Council of Six is growing desperate. Those were their words. I've relayed them to you. My contract states I'm to receive payment for my troubles from you. Then your contract is mistaken. I've heard nothing of the sort. Bah, fine. You'll have your fee. But I am taking this small discount. Only fair as a regular customer, eh? If you must. Still, this Vestal is quite the little monster, no? To have this Sky Knight so undone. If the margin is high enough, I would tackle a behemoth bare-handed. But until I see a profit, I'll not move an inch. Business is business, yes? Da haben wir die größte Arschgeige des Spiels. Eine der größten Arschgeigen. Ansheim, Land von Zeit und irgendwas anderes. Sand und Zeit, glaube ich, stand da, ne? Kann sein. Genau. Land von Sand und Zeit. Ich hätte nie gedacht, inmitten der Wüste auf einen derart meisterhaften Mechanismus zu treffen. Ja, er ist großartig, aber diese Hitze, ich fühle mich schrecklich. Die Hitze wurde früher immer durch eine sanfte Brise abgemildert, aber jetzt... Der Wind ist fort und es weht kein einziges Lüftchen mehr. Was ist mit dem Wasser? Pumpt diese Vorrichtung Trinkwasser hoch? Ich glaube schon. Das letzte Mal, als ich hier war, habe ich jedoch gehört, dass es recht teuer sein soll. Nun, das ist schon eine beeindruckende Maschine. Moment, meinst du etwa das Wasser? In der Tat, ich war überrascht zu erfahren, dass das Wasser in Kaldislar kostenlos ist. Ich habe es immer nur als etwas gekannt, das man kaufen muss. Ihr könnt euch sicher meine Freude vorstellen. Kommen wir zu den wichtigen Themen, Agnes. Wie sind die Frauen hier? Sind sie schön, leidenschaftlich, hingebungsvoll? Könntest du mir einen geeigneten Ort für Verabredungen empfehlen? Ich bräuchte eine Liste guter Restaurants. Wenn es ins Außen... Inakzeptabel. Ja, ja, der gute Ringabell. Immer nur an das eine denken, ne? Ja, die verkaufen Supertränke, aber wir haben sowieso keine Kohle, von daher lassen wir es mal. Ein Waffenladen. Gott, ist das teuer. Ja, wird hier und da auch was bringen, aber... Wie gesagt, nicht in unserer Preisklasse aktuell. Hier irgendwas? Okay. Na gut, das hier haben wir noch nicht. Ich glaube, das ist irgendwie Zeitmagie oder irgendwas. Ne, irgendwas anderes war das. Aber ich glaube nichts, was wir aktuell nutzen können. Aero, Windschaden. Brauchen wir das? Wir kaufen es mal. Sind zwar jetzt wieder pleite, aber was soll's. Silence, one and all! Your king, Camo the Eighth, speaks. My people, I thank you for your tireless efforts. As you are well aware, our glorious nation's production has suffered a harsh fall since the wind's cessation brought the Grand Mill to a halt. Without nature's form of bounty, our turbines went completely still. They sit as silent as the desert night.
In the wake of this crisis, you rose up and took matters literally in hand, operating the turbines manually. I, your king, lack words to thank you for your hard work. However, I am much aggrieved to say that energy production is less than 1/5 its former total. At this rate, our proud kingdom, renowned for its unparalleled industry, is doomed to ineluctable decline. I find myself without recourse but to revisit my prior fiat regarding the schedule of all able-bodied citizens. Henceforth, labor shall commence at 0900 hours and will extend beyond the current 1659 until 2059, effective immediately. What? We're flesh and blood. We need rest. In so doing, turbine output is expected to rise to 30% of its former value before the wind ceased output of... Your Majesty! Your Majesty! Brave news! What? The Vestal? Be calm, my children. I know your pain all too well. My heart bleeds just as yours. But I ask that you join me in remembering the cause of our woes. The crystal orthodoxy and the Vestal's indolence. Therein lies the true cause of the wind's absence. And what has the great Vestal done since the air went still? What did she do in the face of your suffering? She abandoned you, fled the country to save herself alone. In this, Ansheim's first and direst hour of need, the Vestal we loved and trusted is powerless or unwilling to help. Though it pains me deeply to tell you of these things, I cannot deny this simple truth. What resolution can be brought about to this terrible crisis? The Crystal Orthodoxy is naught but a hollow creed. What result have years of worship at the altar of the Crystal brought us? Once more I say it. It is by our own hands that we shall push this glorious kingdom ever forward. Onward to still greater glory! There! Just now, that leer. That was aimed at us. Seems that little speech was for your benefit, Agnes. It's slander is what it is. That creep's giving you no chance at all to defend yourself. Agnes. Okay, es gibt 2 Arschgeigen in dieser Stadt. Stimmt. Hab den König ja schon fast vergessen. Du hast die ganze Rede über recht angespannt gewirkt. Du musst nicht ganz allein damit zurechtkommen. Ich bin zwar kein Fachmann, aber ich höre dir gern zu. Es lässt sich nicht abstreiten, dass die Menschen von Ansheim mit meinem Schaffen, das Westalen nicht mit meinem Schaffen zufrieden sind. Ich habe nicht die Absicht, nach Ausreden zu suchen. Aber davongelaufen bist du auch nicht, oder? Der König hat mich selbst darum gebeten. Er sagte, da furchtbare Dinge in Kalistar geschehen und hat mich aufgefordert, das auf den Grund zu gehen. Nun stellt er es jedoch völlig anders dar. Ich verstehe nicht, warum er sich jetzt dazu genötigt fühlt, Lügen zu verbreiten. Hegt er einen Groll gegen mich? Habe ich ihm Unrecht getan? Bereust du es, ihn überhaupt angehört zu haben? Nein, ich bereue meine Zeit in Kalistar nicht. Als ich diesen Abgrund mit eigenen Augen erblickt habe, da wurde mir sofort klar, was ich zu tun habe. Und außerdem hast du auch dort Tis getroffen. Das ist Ari, das wohl kaum. Ich bin froh, dass du gekommen bist und den Abgrund ebenfalls gesehen hast. Du hast mir einen Weg aufgezeigt, dem ich folgen kann. Gesegnet ist die Person, die von jemand anderem gebraucht wird.
Hä? Was sagst du da? Worüber spricht ihr denn? Nichts, über gar nichts. Warum lügst du dann nicht mit der Sprache heraus? Kommt schon, schließ mich nicht aus. Ich will es wissen. Inakzeptabel. Für mich und Tis, oder Tis? Ja. Wie immer mit ihrem Inakzeptabel. Okay, wir kriegen hier nochmal ein bisschen Stuff. Sehr schön. Wir sollen wohl zum König gehen. Okay. Hallo Arschgeige, wie geht's so? Oh, wir kommen gar nicht rein. Wir kommen doch rein? Okay. Hallo, ihr Sackgesichter. I see you've returned, Vestal. Why then did you not come to me for an audience immediately? I was dreadfully worried, you know. I'd begun to think you'd fallen victim to some terrible accident. So, what of the Caldislan chasm? I fear it was worse even than your majesty had imagined. So tell me, was it worse than the state of your own nation? Are you even aware of the situation here? The wind remains still. And the Grand Mill be calm. I'm pleased to see you're not totally ignorant. The turbines that form the heart of this kingdom, the greatest symbols of her wisdom, now turn by hand. The hands of our citizens, compulsory labor service. Our survival hinges now upon their sacrifice. And even that will not last forever. We need that mill turning again soon. Not by our citizens' hands, but by the wind. And whose job is it to see that the wind blows, if not the Vestals? I can think of no other value you provide, save that. Anyway, will you now end the suffering your negligence has caused to this land? To its people? Or is that beyond your abilities? Perhaps you would sooner run again. Turn away from the plight of your people. If that is all His Majesty wished to say, I'll be on my way. I haven't the time to waste here. What? I'll not be spoken to like this! Just whose fault do you think this mess is, girl? Na du, wer sonst? That could have gone better. Not that I blame you for getting mad. Mad? I felt no anger, only fear. The king frightens me. His tone was far from pleasant, but he didn't seem dangerous. The people who had come to hear him speak frighten me the same. Everyone in this city, they see me only as the Vestal, not a human being. I don't know how to speak to them. Just thinking on it sets my legs to trembling. That explains the tense look you've worn since we've landed here. Personally, I felt amazing after that little conversation. Did you see his face? It was purple. I nearly laughed out loud. I tuned him out about halfway through his speech myself. I never did have much attention span for listening to men go on. Now women. In any case, we'd best hurry to the temple. It's all that I can do. Blaue Markierung auf der Karte. Ist dir eine blaue Markierung auf der Karte im unteren Bildschirm aufgefallen? Um ein Nebenszenario voranzutreiben, begibst du dich einfach dorthin. Ja, Sidequest halt. Wie sieht dieser Tempel denn genau aus? Ich weiß gar nicht, was mich erwartet. Es ist ein heiliger Ort, der schon seit Jahrtausenden als Stätte des Glaubens dient.
Jedem Kristall wird eine Vestalin zugedacht, die ihr ganzes Leben in ständigem Gebet verbringt. Anwärterinnen, also Mädchen, die als Nachfolgerinnen der Vestalinnen ausgewählt wurden, gehen in die Tempel, um dort zu leben. Sie verlassen die Tempelanlagen nur sehr selten. Für eine Vestalin ist der Tempel daher gleichzeitig ihr Zuhause. Ein Blumengarten, zu dem Jungen keinen Zutritt haben. Sei still, Ringabel. Du hast dein Leben also im Tempel verbracht, seit du eine Anwärterin wurdest? Ich habe ihn nur selten verlassen, außer für einige öffentliche Riten, die alljährlich stattfinden. Soll das heißen, dass du ganz allein warst? War das denn nicht schwer? Ich war nicht allein, nein, die Mutter Vestalin, meine Vorgängerin, hat mich aufgezogen, damit ich eines Tages ihren Platz einnehme. Und dann waren da ja auch noch die Priesterinnen. Sie gingen immer in die Stadt und kauften, was wir brauchten. Aber du hast den Tempel für diese Reise verlassen. Ich denke, das zeigt, wie wichtig es dir war. Nein, eigentlich hatte ich nie die Absicht, den Tempel zu verlassen. Ich wollte nichts von all dem. Okay, dann gehen wir jetzt mal noch zu dieser Side-Quest und starten die zumindest schon mal. Du da. Oder? Ne, das war in dem Gebäude, glaube ich. Ja. Der Typ hier im Gebäude. Ah, Profiteur. Ah, good day! I believe this is our first meeting, yes? Erutis Profiteur, chairman of the Camera and Profiteur Merchantry, at your service. How kind of you to pay me this visit. Now, what is it you are needing today? We are the only purveyor of water licensed by the king himself, and we take pride in our product. No effort is spared in providing the cleanest, freshest water possible. The results are clear. Water humor, yes? Ah, but I have lost the time again. I have appointments waiting, my friends. Let us speak again soon. Guard! Our honored guests are leaving. See they are seen out. Have a refreshing day! Hast du die Quest? Komm ich wieder rein? Bringt mir zumindest nichts. Bei wem gehe ich jetzt weiter? Oder kann ich die noch gar nicht weitermachen? Kann auch sein. Weil wir waren ja jetzt drin und das ist das einzige, wo die Quest, ne? Ah, oder das hier. Feeling parched. Can we stop for a drink of water? You, stop! This well is property of the Camera and Profiteur Merchantry. Unauthorized withdrawals are strictly prohibited. Ah! Withdrawals? There are people out here going thirsty! No! There are peasants going thirsty. If you want a free drink so badly, go join the other rabble at the Oasis. Okay, da muss ich dran. Na gut. Dann gehen wir mal hier raus. In die Wüste. Und gucken mal bei der Oase vorbei, I guess. Da oben ist wieder so ein komischer Turm. Help! Someone! What's wrong? Thieves! I've been robbed! What? They took my water, my pack, even the camel I rode in on. They took everything! That man from the merchantry didn't say anything about this. He told me to come here, said it was safe. How am I supposed to survive
if I have to risk my life every time I need water? Try to stay calm. Do you know where these thieves are now? They're right behind you! Let's see. 2, 4, 6, maybe 40 in all? That's quite the little band they've assembled. We'll take care of this, sir. You go ahead. Get out of here! Hey! Just what are you doing? Letting a good mark go? Our good mark, mind! We couldn't stand to watch you cowards just do as you pleased. You have to stop this. Drop everything you've stolen and leave this place at once! What's this then? Who are they? I've got no word of this lot. Leave it out, it's too hot for this. Change of plans, boys. We're done here. Wait! Leave the goods you stole! Not familiar with how thieving works, then? I'm cross enough already. And to heck with this thirst. The needles in my throat are driving me mad! I need a drink. This anger won't leave me till this thirst has. We're out, boys! Hey! I said wait! Stop, Diz. I feel the same, but they're too many. We can't take them head on. Gut, also folgen wir den einfach. Ja, erstmal der Side-Content, dann der Haupt-Content, ne? Arena Ruinen. Ach, das war der doofe Ort. Also viel Fallen gab. Hier muss man auf jeden Fall aufpassen. Genau, da oben war schon was. Wie ist das da? Au. Eine Münze. Hier geht's lang. Ich weiß nicht, wie weit dieser Nebel da reicht. Aber man sollte sich besser nicht erwischen lassen davon. Ah, hier gibt es 2 Wege. Welcher ist denn wichtig? Kommt jetzt wieder eine Falle. Ich glaube, wenn man davon erwischt wird, wird man blind. Genau. Was um meine Augen? Ich kann nicht sehen. Dunkelheitsgas, woher kommt das? Seid bloß alle vorsichtig, das ist offensichtlich eine Falle. Und Zielen ist auch unmöglich. Wir können uns nicht einfach mit Brave in den Nahkampf stürzen. Runde um Runde, ständig daneben hauen und danach dumm dastehen. Das muss ja wirklich nicht sein. Aber auch blind kann ich noch jede Frau tief in ihr Herz schauen. Hey, was wirklich wichtig ist, kann das Auge eben doch nicht sehen. Oh, Ringable, hör auf, so dummes Zeug zu quatschen und pass auf, wo du hintrittst. Selbst wenn du nicht blind bist, fehlt deinem losen Mundwerk komplett der Durchblick. Ah. Oh, Edia, lass die Herumtrampelei. Aua, nicht schon wieder. Wo sind bloß die Augentropfen? Wer wurde alle? Wie viele hab ich? Ach so, 10, ja gut. Dann mache ich das einfach so. Ich habe ja eh die Monster ausgestellt. Wir laufen einfach durch. Mehr als einmal können wir sowieso nicht erblinden. Von daher können mir die Fallen jetzt auch egal sein. Wir können einfach durchlaufen, ne? Und uns vorm Bosskampf dann nochmal, ja, heilen. Easy cheesy, ne? Okay, ne, ich glaube, da oben ist nur eine Sackgasse.
Ist eine Truhe, okay. Echokraut. Solltet ihr lieber Augentropfen verteilen und nicht sowas. Ja, egal, wie gesagt. Oh, 1500 Peak. Sehr nice. Ja, da sage ich ja, es lohnt sich nicht, sich zu heilen, weil man wird sowieso wieder erwischt. Aber ich will die Karte auch komplett aufgedeckt haben, ist ja klar. Wäscheklammer. Diese ganzen Items klingen immer so seltsam. Naja, außer ihr wollt gegen die ganzen Gegner hier kämpfen immer, würde ich sagen, macht's auch einfach so. Wenn man hier durchkommt. Es lohnt sich nicht. Aber zum Schluss heilen und gut ist. Ist, denke ich mal, das Sinnvollste, was man hier machen kann. Ich glaube, man verliert auch keine KP dadurch, nur blind halt wird man halt. Ah, jetzt wieder diese Truhe, die ich nicht öffnen kann. Diebeshandschuhe. Ja, das ganze Zeug gucken wir uns gleich mal an. Eisenbogen. Ich glaube nicht, dass mir ein Bogen was bringt, aber egal. Ah, und da ist der Händler. Ne, man verliert keine KP, okay. So, einmal Augentropfen, sehr gut. Dann gucken wir mal. Was haben wir hier so? Gibt es hier irgendwas? Ja, hier gibt es was, was einem auch was bringt. Hört die Chancen zum Stehlen. Gibst du mal das hier? Du hast schon was. Upsi. So, kriegst du das hier einfach mal noch. Heb Schlaf auf. Schönes, wundervolles Cape, das Stille aufhebt. So, kriegst du das hier noch. Und dann wollen wir den Kampf nur machen. Hey, wir haben Freundbot bekommen. Oh, das wird aufgeteilt hier. Ja, brauche ich alles nicht. Wir speichern mal kurz. Und dann gehen wir mal zum Boss, würde ich sagen. Auch wenn das Video dann wieder ziemlich lang wird, aber was soll's. What's this now? The ones from the Oasis, is it? You're the rats sneaking about the place? Why do you persist in these awful deeds? You must return the articles you stole! One of you muzzle this dog's yapping, would you? Be a friend. And what? Don't tell me you came all this way just to vomit a few platitudes out on my floor. This place is nothing but sand and hypocrites. Drives a man mad. And this thirst, these daggers in my throat. All the water in the desert can't dull their edge. The people you robbed at the Oasis were thirsty too. They risked their lives to get at that water, and you... Ah, spare me the lecture. You come to convert me? Set me on the straight and narrow? Teach me to follow the rules, be a good little sheep, live an honest life? Out here, honest lives end quick. The desert's a beast, and it's always hungry. The city's no different. There are only two kinds of folk in this world, make no mistake. The takers and the taken from. My worthless parents were easy marks, textbook victims, and still, they grit their teeth and tried hard as they could to get through each day. Till the day came they couldn't feed a family of 3.
So they cut loose their kid and disappeared. They just left you? The city just took and took till they had nothing left. Their own brat became a burden, so they dumped him like a bag of sand. Daft, eh? Absolutely stupid. If surviving means pinching from other folk, I'll happily join the takers. Are you sure they left because you were a burden to them? Maybe they swallowed their tears and left you in the city in hopes that you, at least, could find happiness there. Aye, or maybe they left me because they didn't have the guts to kill me themselves. You don't know a stinking thing about them. You're right. I don't know their reasons. But they do. If they're still alive, you can go and ask them. You can track them down and make them explain themselves. Make them answer for their choices. You can yell and scream and fight as long as you like. As long as it takes. You can work on forgiving them. But you haven't done any of that. You've stayed here sulking and festering all your life. That's far dafter to me! My throat! This accursed thirst, it's worse than ever. You, this is your fault! You smug, delusional, self-righteous little lambs make me sick! I'll take everything, everything from you! Oi, Chief! Kent, get your horns in here! I assume your calling me means this conversation is over. Aye, that's enough words. I'm choking on this lot's hypocrisy. I want them stripped to the bone! I care nothing for your reasons, and still less for your ideals. My assistance hinges only on the weight of your coin purse. She's heavy enough. You'll have your pay. Then we've a contract, and you will have your money's worth. Den Typen haben wir jetzt schon an mehreren Positionen gesehen. Ah, genau, der war das. Der Schwertmagier. Ich glaube, den gab es nur hier. So, wir kümmern uns mal erst der Hauptgegner. Wir aber beide trotzdem mal diagnostizieren. Du greif mal mit, keine Ahnung, Blitz alle an. Und du machst das gleiche, Ringable. Oh, der macht ganz schön viel Schaden. Das ging mir schon. Wow, hat der viel. Der auch. Okay, den brauchen wir schon mal nicht physisch anzugreifen. Ich glaube, ich bin hier ein bisschen zu früh, kann das sein? Hat den ja keinen Schaden, ey. Ist ja schlimm. Kannst du mal aufhören, mir meine Items zu klauen? Okay, dann greifst du halt mal den da an. Ja, du machst das Gleiche. Du machst mal einen Heil. Und dann greifst du auch einfach mal an. Ja, ihr greift auch mal jeden an. Beschleunige das Ganze mal ein bisschen. Okay, meine physischen Kämpfer machen ja gar keinen Schaden. Nur dir.
Komm, eine Runde muss man aushalten, dir. Komm, 1 KP immerhin. Der Kampf kann sich ziehen, glaube ich. Definitiv kann er das. Verdammt, die ist tot. Gut, dann muss ich die erstmal wiederbeleben. Du. Ich weiß nicht, ob du schneller bist. Die freundet man noch. Dann greifen wir mal an. Komm, du machst mal das hier. Vielleicht machst du ein bisschen mehr Schaden, wer weiß. Der Mann hat nix, das dauert ewig. Vielleicht beschleunige ich den Kampf auch einfach ein bisschen für euch. Mal gucken. Da passiert ja nicht wirklich... Oh ne. Passiert ja nicht wirklich was. My contract ends here. I'll take my leave. What? Chief, I don't understand. Your odds are poor, and I don't take poor clients. Go then! They all abandoned me in the end. Hey, cool. Er ist weg. Einer weniger, das ist schon mal sehr gut. Ah, unser Mana geht langsam zur Neige. Ich glaube, dann muss ich mit dir mal an Yes und Ring a Bell was geben. Okay, jetzt ist, glaube ich, ein guter Augenblick zum Angreifen. Weil er sowieso eine Weile nicht mehr angreifen kann. Ich glaube, ich werde nach diesem Part mal ein bisschen Offscreen leveln müssen. Ich glaube, wir sind doch ein bisschen underlevelt zur Zeit. Das ist nicht gut. Okay, komm. Mal angreifen, bevor der wieder kann. Vielleicht kriegen wir es dann noch hin, ihn zu besiegen. Wäre schön. Komm schon, geh baden. Natürlich nicht.
Wenn wir es mal langsam hinkriegen, ey. Danke. Fitting end. Everything taken away. So thirsty. Ja, wir kriegen gut was an Erfahrungspunkten dafür. Level 10 erreicht. Und der Dieb Asterix ist nun unser. Ein Experte in Sachen Diebstahl. Hohe Geschwindigkeit, kann schon früh in der Runde agieren. Bevorzugt Deutsche. Habe ich nie genutzt. Will you look at all this? And every bit of it's stolen, no doubt. We need to get these back to their owners. You'll want to have a look at this first. It's rather stunning. Habe den Wasserpreis um weiter 20% erhöht und zwar 14 Tage rückwirkend. Die Straßen sind voller Menschen, die sich das nicht leisten können. Die Panik wächst stündlich. Dieser selbstgerechte Dummkopf von einem, das ging irgendwie so schnell weg. Jetzt wird es nicht mehr lange dauern, bis der Bevölkerung zu viel wird. Die Armen werden keine andere Wahl haben, als die Oase aufzubrechen. Dort werdet ihr ihnen auflauern, für den Kampf gewappnet. Nehmt ihnen alles ab. Und was noch wichtiger ist, lasst sie nicht ans Wasser ran. Eure Aufgabe lautet, dafür zu sorgen, dass ganz Endschheim sich von der Oase fürchtet. Bereitet ihnen einen unvergesslichen Empfang. Mit der Zeit werden sie schon einsehen, dass sie das Wasser der Händlergesellschaft kaufen müssen, wenn sie überleben wollen, egal wie teuer es ist. Was sagt niemandem ein Wort davon, ja? Es darf keiner von unseren Zusammenarbeiten in dieser Sache erfahren. Wenn er auffliegt, ist unsere Vereinbarung hinfällig und euer Leben ist ebenfalls verwirkt. Die Profiteur. Those thieves were under the employ of the Cammer and Profiteur merchantry. And the people suffering? Did it mean nothing to them so long as they reaped a profit? Despicable! Seems I've found another entry for my black as pitch list. This is unforgivable. We have to stop them! The people will continue to suffer as long as these degenerates hold the kingdom's water ransom. I say we storm the place and set this matter straight right now! Okay, aber erstmal gehen wir speichern und ich werde den Part nun beenden. Denn es ist mehr als lang genug. Von daher würde ich mal sagen, war's das mit Bravely Default für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne die Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat, was nicht. Und ja, wir freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann den guten Profiteur mal aussuchen und ihn hoffentlich vermöbeln. Denn er hat's verdient. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.